59. Physikdiplom in Regensburg. Ich bin aus Sulzbach-Rosenberg, aus Oberpfalz. Das ist relativ einfach. Ich habe hier in der Gegend gearbeitet, also in der Nähe von Vichtach. Und als dann eine Stelle hier ausgeschrieben wurde, vor ziemlich genau 20 Jahren, habe ich mich einfach darauf beworben. Physik, also ich bin Physiker und habe Mathematik, Physik, Grundlagen, Elektrotechnik, solche Sachen unterrichtet. Mit Herr Sperber. Ganz schwierige Frage. Als Prof durfte man noch fachlich arbeiten. Es hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht und das ist jetzt als Präsident komplett weg. Man muss sich als Präsident sehr daran gewöhnen, dass jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, eigentlich irgendeine Katastrophe passiert ist, sonst ruft ja keiner an. Die meisten Tage sind wirklich eine Besprechung nach der anderen. Also Besprechung mit Hochschulleitung, Besprechung mit Dekanen, Besprechung mit Kanzler, Besprechung mit einzelnen Kollegen über irgendwelche Themen. Also oft ist es wirklich so, dass sich der Tag so eintaktet, eine Besprechung nach der anderen. Das sind eigentlich die meisten Tage. Schöner sind dann die Tage, wenn man wieder einen Campus besuchen darf oder wenn einfach Außentermine stattfinden, weil das dann ein bisschen erholsamer und ruhiger ist. Im Büro. Ich fahre privat momentan einen Renault Zoe. Das ist so als Alltagsauto wunderbar. Am Fahren zum schönsten sind natürlich die Teslas. Das sind mit dem Tesla Model S um die 300 Kilometer. Lieber früher Student, weil es einfach offener war, weil ich nicht so strukturiert war, nicht so verschult war. Wir haben jetzt eine deutliche Verschulung durch den Bologna-Prozess. Und früher konnte man einfach das Studium noch sehr viel mehr selbst beeinflussen. Es war mindestens genauso schwer, glaube ich, aber es war freier. Ich glaube, dass wir in einer Welt leben, die globalisiert ist. Und jeder, der mit internationalen Studenten zusammengekommen ist, diese Internationalisierung gelebt hat, der wird sich später viel leichter tun, nachher im Beruf, in der Karriere. Von daher ist mir das wirklich wichtig. Die Chinesen wünschen sich eine Hochschule nach bayerischem Vorbild, weil sie gesehen haben, dass ihre Hochschulen einfach zu theorielastig, zu wenig praxisorientiert sind. Und daher wurden wir gebeten, doch mitzuhelfen, eine Hochschule nach bayerischem Vorbild in China aufzubauen. Ich habe für Januar 2020 Galapagos gebucht. Ich lasse mich so ungern stressen, also lesen. Es gibt in Bayern keine seltsamen Wörter. Das ist ein wunderschöner Dialekt, da gibt es nichts Seltsames. Mensa, Kaffee war ich praktisch noch nie. Buch. Weder noch. Buch. Einfach die Themen, die wir angestoßen haben, auch wirklich zu Ende bringen. Wir haben momentan so viel am Laufen, dass wir es fast nicht mehr schaffen, noch was Neues zu beginnen. Jazz gar nicht, Klassik ein bisschen. Zukunft. Dass wir einfach in der Lage sind, auf Themen schnell zu reagieren und uns diese Flexibilität einer neuen Hochschule auch jetzt nach 25 Jahren immer noch haben, im Gegensatz zu alten Hochschulen, wo wirklich jede Entscheidung durch die Gremien tot diskutiert wird, bevor sie dann endlich fällt.